Hallo liebe Zuschauer! Willkommen zu meinem neuen Video. Wenn die Dorfgemeinschaft von Pater Koski, Kernakoski nicht gewesen wäre, dann wäre ein schönes Stück südkarelischer Geschichte in Vergessenheit geraten. Man erinnerte sich an den alten Lotsenhafen in Kernakoski, wo früher die Lotsen anlegten, um Birkenholz abzuladen, das für die Fabrik in Kaukas, Lappeenranta bestimmt war, um daraus Garnspulen zu machen. Ich werde in diesem Video etwas über diese Geschichte erzählen, denn die Geschichte soll nicht vergessen werden, und das, was die Dorfgemeinschaft geleistet hat, soll auch gewürdigt werden. Die Geschichte des Hafens beginnt 1900. Der ausgeschilderte Weg zum Hafen beginnt an der Festung, wo sich der Parkplatz befindet. Auf der anderen Seite der Straße führt der Weg etwa 250 Meter durch den Wald, vorbei an den Stromschnellen. Der Weg ist sehr gut zu laufen, auch ältere und gebrechliche Menschen können hier die Natur genießen. Unterwegs ist die alte Schienenbahn zu sehen, mit der die Birkenstämme zum Saimaa See gebracht wurden. In dem Holzschuppen ist Brennholz für die Kota eingelagert. Die Grillkota und das Holz stehen für alle Besucher zur Verfügung und man kann hier eine kleine Rast einlegen, ein paar Würstchen grillen und die Stille der Natur genießen. Bei Waldbrandgefahr ist offenes Feuer verboten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Kernakoski an einem 800 Metern langen Seitenarm des Kuolimo-See ein Holzhafen gebaut. An dieser Stelle floss der Kuolimo-See über Stromschnellen, vorbei an der Mühle und Sägewerk von Kernakoski in den Saimaa-See. Der Hafen war nicht sehr groß, denn die Lotsenboote waren klein, aber trotz ihrer kleinen Größe konnten sie die weitere Strecke nicht bewältigen. Das Birkenholz, was die Lotsen brachten, war für die Fabrik in Lappeenranta, Kaukas, bestimmt. In der Fabrik Kaukas machte man aus dem Birkenholz Garnspulen. Die Lotsenboote wurden hier entladen und die Birkenstämme wurden mit einer von Pferden gezogener Schienenbahn zum Saimaa See oder zum Sägewerk transportiert. Das Sägewerk war schon seit 1750 in Betrieb, noch bevor die Festung gebaut wurde. Am Saimaa See wurden andere Boote beladen und das Holz wurde dann über das Wasser zur Fabrik Kaukas in Lappeenranta gebracht. In Lappeenranta wurde das Holz dann zu Garnspulen verarbeitet. Als weltweit letzter Hersteller von Garnspulen beendete die Fabrik in Kaukas 1972 die Herstellung. Kunststoffe waren auf dem Vormarsch und Holz wurde weniger benötigt für Garnspulen. Zurück blieben die letzten Zeitzeugen industrieller Geschichte, die recht bald in Vergessenheit gerieten. Dank der Dorfgemeinschaft von Pater Koski wurde die Geschichte wieder zum Leben erweckt. Auf dem Rückweg gehen wir an der Redut vorbei, einer Vorfestung der alten Festung von Kernakoski. Der Weg führt den Hügel hinauf, vorbei an der Grillkota. Er ist nicht einfach zu laufen und man sollte fit sein. Nichts für ältere Menschen. Die alte Redut, oder der Festungsvorposten, stand oben auf dem Hügel und man sieht hier nur noch alte Fundamente. Ein Schild markiert den Standort der Hütte für die Wachposten.
Früher standen hier wenige Bäume und hatte so freie Sicht auf die anderen 2 Vorposten und den Kuolimo-See. So konnte man die Feinde schon aus der Ferne sehen. Der Weg zurück zum Parkplatz ist ab hier etwas einfacher zu laufen. Die wunderschöne Natur lädt zum Bleiben ein. Mit etwas Glück kann man das eine oder andere wilde Tier entdecken. Für Pilzsammler ist dieser Ort ein kleines Paradies. Wir sind jetzt fast am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Über eine positive Bewertung und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.